Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns an in diesen Videos, was der Juli zu bieten hat. Wie möchte er sich gestalten? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend sein? Was eventuell auch am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im Juli 2024. Neue Horizonte. Ferienlaune. Zwischenmenschliches wird adjustiert, gerichtet. Eine neue Herausforderung, auch bei dir, liebe Jungfrau, das hatten einige. Der Juli hat es in sich, intensiv für alle von uns. Sie sagen, die Herausforderung hat mit deinem Mut zu tun. Wie mutig bist du? Wir haben schon die Themenkarten. Wow. Jemand in deinem Umfeld, liebe Jungfrau, hat ein Auge auf dich geworfen. Wer triggert hier wen? Ungünstige Augenblicke. Und wir werden nachher schauen, mit was das zu tun hat, welchem Thema, wer das sein könnte. Ich denke, du bringst es auf den Punkt und grenzt dich ab. Du besinnst dich auf dich selbst, auf dein Licht und sprengst mit diesem Licht alles Negative von dir, alle negativen Energien oder beziehungsweise das, wo du hineingezogen werden sollst, nämlich in den Negativstrudel dieses Gegenübers. Gut möglich auch, dass etwas auf dich projiziert wird, was in keinster Weise mit dir zu tun hat. Und das, denke ich, ist die Challenge. Wie mutig bist du? Denn manchmal möchte man nicht in Ungnaden fallen bei anderen, obwohl sie es nicht gut meinen. Dann, wie mutig bist du? Abgrenzen und neu erschaffen. Du hast, liebe Jungfrau, gut möglich mit einem Wasserzeichen zu tun, welches sehr inspirativ für dich ist. Fisch, Krebs und Skorpion. Dieses Wasserzeichen beinhaltet für dich, wie kann ich sagen, das Paradies des Wissens, das Paradies der Kreativität, was auch immer es ist. Doch dieses Wasserzeichen hütet die Geheimnisse sehr wohl. Du versuchst, dich diesem Wasserzeichen zu nähern, beziehungsweise dem Geheimnis zu nähern. Ob du darauf kommen wirst und es sich dir erschließen wird, wer weiß. Schauen wir in den Details. Und dann der Gipfel einer Verbindung. So vieles Gemeinsames wurde erreicht, so viel Gemeinsames wurde durchlebt, beziehungsweise das Gemeinsame durchlebt, aber man durchlebte gemeinsam. Großer Unterschied. Und du erkennst in allem
diesem Miteinander mit deinen Mitmenschen, das immer sich wiederholende, das Thema ist immer das gleiche, doch wie es sich dir präsentiert, immer anders. Möchtest du diesen Kreislauf durchbrechen? Du möchtest hinter die Kulissen blicken. Schauen wir die Hauptenergie, die dich im Juli begleitet. Unter welchem Thema steht dein Stern im Juli? Der neue Blickwinkel wird gesucht, nach Antworten wird gesucht. Und wieder mal das Wasserzeichen, insbesondere Fisch. Um eine neue Blickwinkelausrichtung wahrnehmen zu können, sollte man auch ein bisschen Innenschau abhalten. Die Antworten in dir suchen, doch auch das Spiegelbild der anderen nutzen, dass sie dir widerspiegeln, um dich selbst darin zu reflektieren. Was möchte dir das Universum sagen? Die mysteriöse Botschaft des Universums im Juli. Ich denke wohl, du wirst auf diese kommen. Und in diesem ganzen Prozess, in dem du dich mit anderen auseinandersetzt, kommt ein Mensch auf dich zu, sagen sie, der dir von da ab, ja, wie zur Seite stehen wird. Doch du nimmst diesen Menschen, nennen wir es so, außerirdisch wahr. Denn dieser Mensch hat Skills, wo du mit offenem Mund zusiehst, zuhörst und dastehst. Beginnen wir mit dem Tarot. Sie sagen, die Jungfrau hat allerlei Sachen am Laufen, viel beschäftigt. Sie sagen, der größte Stressproduzent bist du selbst, weil du so viele offene Baustellen hast. Ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach so viele To-Dos, um die du dich kümmerst und kümmern möchtest, kümmern musst. Und auch das projizierst du ins Außen. Doch, liebe Jungfrau, nimm nicht so viel an, tu nicht so viel. Die Details für die Jungfrau. Wie beginnt der Juli? Sind zu viele. Wir haben einen Flipper. Der Jungfrau. Der Juli beginnt, liebe Jungfrau, mit der Macht, dem Gedanken, der Macht der Selbstständigkeit, der Unabhängigkeit. Du machst ein Resümee. Du ziehst Resümee darüber, wie viel du erreicht hast, was geblieben ist, was bleiben wird und aber auch was genommen wurde, insbesondere von einem Stier. Du hast das Gefühl, dass der Stier immer als Gewinner aus diversen Situationen herausgeht und sich bereichert.
Doch dieser kann sich nur so sehr bereichern, wie du es zulässt, dass er sich bereichern kann. Erinnere dich. Die Missgunst und Grenzen setzen. Auch gut möglich, dass dieser Stier nicht gerade recht poppig aufmunternd mit dir umgeht, sondern fordert oder beziehungsweise immer Ja und Amen sagt und dann doch ganz was anderes tut. Der Juli beginnt mit einer Erkenntnis. Der Juli beginnt damit, dass du aus diesem Kreislauf, der auch vorhin angesprochen wurde, aussteigen möchtest, weil es zu viel ist. Es ist zu viel geworden. Du möchtest den Weg so nicht mehr gemeinsam weitergehen. Du suchst nach einer Lösung, denn es sind für dich dort keine Wachstumschancen. Es ist, als wäre der Stier einziger Hauptdarsteller und vermittelt dir auch, dass du diese Rolle niemals einnehmen kannst. Liebe Jungfrau, das kenne ich gar nicht von dir. Auch für diejenigen, die nach einer Gehaltserhöhung gebeten haben, diese wird verweigert. Das Positive am Bilanzziehen von dem, was du bisher erreicht hast. Du erkennst den Reichtum in dir, du erkennst all deine Talente und Gaben und entwickelst sogar noch welche mehr. Plötzlich dann, wenn du in die Dankbarkeit kommst über das, was du hast, über das, was ist und über das, was du bisher erreicht hast, kommt der Segen. Ich denke, es kommt dir die zündende Idee, wie du an Wissen, das du suchst, eben die Antworten, herankommen kannst, wie du dich verbinden kannst, ohne von jemandem etwas zu nehmen. Die Sterne weisen dir die Richtung und in dem Moment, in dem du weißt, warum du dieses Wissen möchtest, warum du es dir aneignen möchtest und ehrlich zu dir selbst bist, kommt der Richtungswechsel. Der Impuls, die Idee, das neue Projekt, was kann verändert werden? Du stehst dafür ein, du gehst deinen Weg. Der Juli ist insofern explosiv, du könntest einige deiner Mitmenschen damit überraschen, Grenzen zu setzen oder eben ihnen kundtun, was Sache ist, wo dein neues Ziel liegt. Es ist sehr hoch gesteckt, doch Schritt für Schritt, ich bin mir sicher, wirst du es erreichen. Denn, liebe Jungfrau, du bist diszipliniert, du hast einen eisernen Willen. Wichtig ist nur, dass du dich nicht ablenken lässt. Auf
deinem Weg. Und nicht gleich vor jeder Herausforderung, die da auf dem Weg ist, Halt machst und aufgibst. Ein Feuerzeichen. Widder, Löwe, Schütze verweigert dir den Zutritt. Zu was? I don't know. Geh einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg. Und solange du diese Idee, die du hast, nicht in die Wege geleitet hast und alles safe ist, solange mach weiter so wie bisher. Denn ansonsten könnte es eine Durststrecke werden, vor allem kommunikativ. Ja, und dann ist da der Mensch, der immer an deiner Seite war. Wer hat hier wem was zu sagen? Wir machen weiter im Extended, liebe Jungfrau. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!